Heute Morgen geht es um etwas, das die Natur ziemlich gut kann, sich tragen lassen. Vielleicht hast du schon einmal ein Blatt auf einem Bach beobachtet. Es fällt ins Wasser und dann beginnt seine Reise. Nicht besonders spektakulär. Es hat keinen Plan, keine kleine Landkarte und vermutlich auch keine Liste mit dem Thema Meine wichtigsten Ziele bis heute Abend. Das Blatt liegt einfach auf dem Wasser und das Wasser trägt es. Manchmal dreht es sich ein bisschen, manchmal bleibt es für einen Moment an einem Stein hängen. Dann kommt eine kleine Strömung und plötzlich geht es weiter. Ich finde dieses Bild schön für einen Wochenbeginn, denn wir sind es gewohnt, vieles selbst zu bewegen. Wir entscheiden, wir organisieren, wir kümmern uns, wir denken voraus. Das gehört zum Leben. Und gleichzeitig gibt es diese andere Bewegung, Dinge, die uns entgegenkommen. Begegnungen, die plötzlich entstehen, Gedanken, die auftauchen, obwohl wir sie gar nicht gesucht haben. Eine Lösung, die sich zeigt, während wir gerade etwas vollkommen anderes tun. Vielleicht beim Abwaschen. Das Universum scheint gelegentlich eine erstaunliche Vorliebe für Küchen zu haben. Man steht mit einer Tasse in der Hand da und plötzlich ist eine Antwort da, nach der man gestern noch angestrengt gesucht hat. Vielleicht liegt das daran, dass wir in solchen Momenten nicht ziehen und schieben. Wir sind einfach da und etwas kann uns erreichen, so wie das Blatt auf dem Wasser. Es muss den Bach nicht antreiben. Das wäre auch ein ziemlich anstrengendes Leben für ein Blatt. Vielleicht kannst du für einen Augenblick spüren, worauf du gerade sitzt. Den Stuhl, das Bett, den Sessel, was auch immer es ist. Du wirst gerade getragen, ganz körperlich. Du musst dich nicht in der Luft halten. Der Boden übernimmt einen erstaunlich großen Teil dieser Aufgabe. Und vielleicht darfst du einen Atemzug lang noch ein bisschen mehr Gewicht abgeben. Einatmen, ausatmen. Noch einmal. Einatmen und beim Ausatmen einfach merken, da ist etwas unter mir. Der Boden trägt. Vielleicht ist das eine der schlichtesten Erfahrungen von Vertrauen. Nicht als großer Gedanke, nicht als spirituelles Konzept, sondern ganz unmittelbar. Ich sitze hier und ich falle nicht. Manchmal ist das Leben ähnlich. Wir sehen nur nicht immer die Strömung. Wir wissen nicht genau, was gerade in Bewegung ist. Vielleicht wirkt etwas still. Vielleicht scheint etwas festzustecken, wie das Blatt, das kurz an einem Stein hängen bleibt. Doch auch dort fließt das Wasser weiter. Es sammelt sich, es bewegt sich um den Stein herum und irgendwann verändert sich der Winkel nur ein kleines bisschen. Das Blatt löst sich und weiter geht es. Vielleicht muss deshalb heute nicht alles angeschoben werden.
Es ist Wochenbeginn. Der Tag darf auch ein wenig zu dir kommen. Vielleicht kommt ein Gedanke, vielleicht eine Lust auf etwas, vielleicht zieht es dich nach draußen, vielleicht möchtest du lesen oder du entdeckst plötzlich, dass absolut nichts Dringendes danach verlangt, sofort entschieden zu werden. Auch das wäre eine bemerkenswerte Entdeckung. Du kannst ein bisschen schauen, wohin das Wasser heute fließt. Nicht passiv, nicht gleichgültig, einfach aufmerksam. Wo wird etwas leicht? Wo öffnet sich etwas von selbst? Wo taucht eine kleine Gelegenheit auf, die gestern noch nicht da war? Vielleicht besteht Vertrauen manchmal gar nicht darin, überzeugt zu sein, dass alles genauso kommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht ist Vertrauen viel stiller. Es sagt, ich muss den Fluss nicht vollständig kennen, um mich einen Augenblick tragen zu lassen. Und dann liegst du für diesen einen Moment wie das Blatt auf dem Wasser, der Himmel über dir, die Strömung unter dir, und du musst nirgendwohin rudern. Vielleicht dreht das Leben dich heute sogar einmal in eine Richtung, die du gar nicht geplant hattest. Dann kannst du ja schauen, was dort ist. Ein Blatt darf schließlich neugierig sein. Ich wünsche dir einen sonnigen Wochenbeginn mit einem guten Boden unter dir, mit einer freundlichen Strömung und mit ein paar Momenten, in denen du merkst, nicht alles muss von mir bewegt werden. Manches bewegt auch mich. Und vielleicht darf dich diese Woche dieser kleine Satz begleiten. Ich lasse mich ein Stück vom Leben tragen. Ich muss den Fluss nicht anschieben. Alles Liebe, Blandina Aurelia.